iWays bringt mit dem U6 Coupé ein weiteres Elektroauto nach Europa und das noch dieses Jahr. Alles, was man aktuell zum iWays U6 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. iWays gab mit dem U6 Ion Crossover-Konzept im März 2020 einen Vorgeschmack auf ein zweites rein elektrisches SUV von iWays, der auf der gleichen MAS-Plattform basiert. Als iWays U6 SUV Coupé feierte dieser Ende April 2021 seine Premiere. Im 4. Quartal diesen Jahres soll er dann in Europa auf die Straße kommen. Doch zuvor gilt es, strenge Dauer- und Leistungstests zu bestehen. Nach den Wintertests hat es den Stromer auf den Yancheng Chongqing Research Automobile Proving Ground verschlagen. Dort waren 8 Fahrzeuge 240 Testtage unterwegs und legten je Auto an die 400.000 Kilometer zurück. Die Tests auf dem Yancheng Proving Ground ermöglichten es den Ingenieuren von iWays, die Haltbarkeit der Fahrzeugstruktur und des Antriebsstrangs sowie die Leistung zu optimieren. Nicht nur die strukturelle Festigkeit, die Fertigungsqualität und der Antriebsstrang wurden unter die Lupe genommen. Auch Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Leistung wurden geprüft und NVH-Analysen durchgeführt. In Summe habe jedes U6 SUV Coupé über 150 Testzyklen mit wechselnden Straßenverhältnissen und Härtetests durchlaufen, um sich auf den realen Einsatz vorzubereiten. Wie das Startup zu verstehen gibt, wurde das E-Auto auch unter sogenannten missbräuchlichen Bedingungen getestet. Darunter versteht iWays beispielsweise schlechte Fahrweise, um sicherzustellen, dass die Leistung des U6 unabhängig von äußeren Einflüssen stets optimal ist. Auf einer Vielzahl von Teststrecken konnte das Elektro-Coupé zahlreiche dynamische Leistungstests absolvieren, um das Bremsverhalten, das Fahrverhalten und die Stabilität des Fahrzeugs zu prüfen. Die Leistung des iWays U6 SUV Coupé übertraf bei allen Tests die Erwartungen und Entwicklungsziele des iWays Ingenieurteams. Eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h sei zu erreichen, der Sprint von 0 auf 100 km/h werde in weniger als 7 Sekunden absolviert. Nach Angaben der Ingenieure beträgt der tatsächlich gemessene Bremsweg des iWays U6 SUV Coupé aus 100 km/h 34,4 Meter, was die Sicherheit der Passagiere bei hohen Geschwindigkeiten erheblich verbessert. Im Laufe seiner Entwicklung wurde das iWays U6 SUV Coupé auch außerhalb des Testgeländes unter natürlichen Fahrbedingungen auf 55 verschiedenen Straßenbelegen in 1000 Testzyklen erprobt. Der Abschluss der Prüfungen in Yancheng ergänzt die bereits durchgeführten Wintertests bei extremer Kälte und entspricht den hohen internationalen Standards der Automobilindustrie. Der iWays U6 strotzt vor schlanken Linien und kraftvollen Details. Den Anfang macht die sportliche Front mit speziellen Air-Curtain-Lufteinlässen sowie 21 Zoll Performancefelgen in verbreiterten Radhäusern. Die vollständig verglaste Dachkuppel geht in ein fließendes Coupé-Heck mit integriertem Spoiler über. Die gesamte Karosserie ist außerdem verbrauchsoptimiert in Leichtbauweise konstruiert und verfügt zusätzlich über abgesenkte Türgriffe. So reduziert sich der Luftwiderstand. Am Heck sieht man Rückleuchten in charakteristischer L-Form als Teil der LED-Lichtanlage in allen Scheinwerfern. Der Blick in den Innenraum sieht sehr futuristisch aus. Das Armaturenbrett ist mit einem 7 Zoll Instrumententablet und einem 14,6 Zoll Multimedia-System bereits vollständig digitalisiert. Die Sportsitze in Leder sehen nicht nur sportlich, sondern auch bequem aus. Sie geben auch den nötigen Halt und das sogar auf der Rückbank. Ein zentrales Feature des iWays U6 ist jedoch der integrierte Sprachassistent, der auf der ganzen Fahrt intelligent unterstützt. Das futuristische Lenkrad beispielsweise darf man wohl nicht im fertigen Fahrzeug erwarten. Als echte Besonderheit wird sich aber wohl der Schalthebel für die Automatikstufen in die Serie retten, der an einen Schubhebel im Cockpit eines Flugzeugs erinnert. Finde ich zumindest ein sehr cooles Detail. Ihr könnt mir in den Kommentaren sagen, wie ihr das findet. Das neue Elektro-SUV Coupé U6 bedient sich an der technischen Basis des iWays U5. Deshalb kann man davon ausgehen, dass sich die Daten mehr als nur ähneln. Von den Maßen ist mehr oder minder nur die Länge von 4,75 Meter bekannt. Er soll eine Leistung von 204 PS und 315 Newtonmeter haben. Die Batterie mit einer Kapazität von 63 Kilowattstunden soll eine Reichweite von 400 bis 500 Kilometer WLTP schaffen. Die Ladegeschwindigkeit ist noch nicht bekannt. In der Serie soll sich nach Bekunden von iWays die Leistung des Elektromotors an der Vorderachse sowie eventuell das Batteriemanagement verbessern, was sich positiv auf die Ladezeiten sowie die Reichweiten im Winter auswirken könnte.
Das Serienauto mit den endgültigen Details soll im 4. Quartal 2022 nach Deutschland kommen. Die Preise dürften bei rund 40.000 € für das Basismodell beginnen. Ich weiß, noch ein weiteres Elektro-SUV. Trotzdem darf man bei aller Genervtheit nicht vergessen, dass diese bei der Masse sehr beliebt sind. Aber was haltet ihr vom iWays U6? Spricht euch vielleicht der Einstiegspreis besonders an? Sagt es mir in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen, den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.